Hast du womöglich Angst vor Autoritätspersonen oder immer wieder auch einfach Angst vor Blickkontakten? Oder im Allgemeinen treten zum Beispiel häufig Harndrang auf, wenn du unter Menschen gehst. Und wie sieht es denn damit aus, wenn du mit öffentlichem Verkehr fahren musst? Ja, wenn all diese Symptome dir bekannt vorkommen und bei dir auch zu beobachtet schon hast, dann leidest du womöglich an sozialen Ängste oder früher nannte man das auch als soziale Phobie. Dann lass uns anschauen, worum es eigentlich wirklich bei sozialer Angst geht. Jetzt freue ich mich auf dich. Ja, soziale Ängste sind auch schon sogar bei Kindern und bei Jugendlichen zu beobachten. Das kann sein, dass auch du ja schon recht früh diese Ängste oder diese Ängstlichkeit, Unsicherheiten und damit auch einhergehend oder dahinter sich versteckende, mangelnde Selbstwertgefühl entwickelt hast. Und vielleicht lass uns auch sofort darauf eingehen, welche Symptome, ja, woran erkennst du denn, ob du an sozialen Ängsten leidest? Also, eins ist sicher, dass Menschen, die ja vor Menschen, also vor sozialem Umfeld Angst haben, ein sehr ambivalente Gefühlswelt haben. Denn sie haben in sich auf jeden Fall Gefühle von Bedrohung, aber zugleich auch Isolierung und Einsamkeit. Diese sind zum Teil ja schon auch die Folgen dessen, ja, dass sie ja eben diese Ängste haben. Denn die Bedrohung entsteht ja dadurch, dass sie ja eben unter Menschen gehen würden oder sind. Und die Isolierung und die Einsamkeit ist ja dann schon die Folge, wenn sie, weil sie ja diese Ängste haben, nicht unter die Menschen gehen. Gleichzeitig pflegen sie in sich eine unglaubliche Sehnsucht nach Akzeptanz, aber auch nach Aufmerksamkeit und gleichzeitig ein ganz, ganz tiefes Schamgefühl. Und dieses Schamgefühl sorgt ja auch dafür, dass sie diese Bedrohung empfinden. Dieses Schamgefühl kann ja auch ein sehr intensives Schamgefühl sein, also nicht ein allgemeingültiges Scham, ja, was die meisten Menschen empfinden, sondern auch in einer Form von Schamattacke sein. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gedreht, also schon eine Art oder eine Form von Dissoziation, wenn wir getriggert sind. Und natürlich geht auch damit einher oder rührt es davon, dass wir als Kind unglaublich oft kritisiert und entwertet wurden. Also Scham, ich schäme mich dafür, wie ich bin, was ich bin und vermeintlich eventuell getan habe oder nicht. Dann, diese Menschen haben heftige Gefühle, auch von Panik in sozialen Situationen und bestätigen, dass das auch als defekt erlebte selbst. Also das heißt, dass sie in diesen Situationen diese panische Ängste und diese Situationen tatsächlich für sie wie eine erlebte Bestätigung ist, genau dessen, dass sie defekt sind. Die sind ja eh schon kaputt, die sind ja eigentlich ja nichts wert, die sind ja nichts Ganzes, die sind ja auch nicht ja keine richtigen Menschen. Sie sind sowieso Versager und sie sind zu nichts fähig. Gleichzeitig erwarten sie auch all diese Demütigung. Sie erwarten, dass sie gedemütigt werden, sie erwarten, dass sie herabgesetzt werden und sie empfinden auch subjektiv, dass ihr soziales Umfeld sich stets entwertet. Also
in öfterem kann vorkommen, dass reell und objektiv gesehen diese Entwertungen oder diese Beobachtungen oder Blicke anderer oder auch was gesagt wurde, nicht so gemeint ist, wie diese Betroffene mit sozialen Ängsten das empfinden. Sie nehmen das natürlich sehr, sehr persönlich, sie sind auch sehr, sehr empfindsam, aber das ist ein sehr subjektiv betrachtetes Empfinden und es ist sehr, sehr typisch für sie. Sie haben und sie pflegen schon seit sehr langem in sich diese Überzeugung, dass sie beschädigt sind, dass sie kaputt sind, dass sie nicht liebenswert sind und für andere unerträglich sein. Ich hatte sogar eine Beziehung mit jemandem, der soziale Ängste hatte. Er hat auch Blickkontakt, also Ängste gehabt vor Blickkontakten, zum Beispiel im Restaurant, ja, bei der Bestellung. Er traute sich nicht, die Kellnerin anzuschauen, aber auch, wo wir uns kennengelernt haben, das ist ja für ihn sehr, sehr schwer fiel, mich anzuschauen. Es fiel ihm unglaublich schwer, auch im öffentlichen Verkehr überhaupt unterwegs zu sein. Er fiel auch längere Zeit zum Beispiel aus der Arbeit raus. Oder dass eben auch im öffentlichen Verkehr überhaupt jemand anzusehen oder auch sich zu setzen. Aber es fiel ihm auch überhaupt schwer, zum Beispiel nicht nur Vorstellungsgespräche zu führen, sondern auch Bewertungsgespräche am Arbeitsplatz zu führen. Also wo es um Bewertung ging. Wie entsteht denn diese soziale Angststörung? Und jetzt kommt natürlich der Zusammenhang zu Entwicklungstrauma. Also, ja, die Erfahrungen, und das sind meine Notizen da, häufig liegen natürlich die Ursachen in der Erziehung. Denn wenn wir ständige Kritik erfahren von unseren Bezugspersonen oder viel zu wenig Liebe, welche ja entweder durch Vernachlässigung entstanden ist oder weil diese Personen nicht in der Lage waren, zum Beispiel uns liebevollen Umgang zu geben. Also auch sie ja schon zum Beispiel sehr, sehr kühlen Umgang von ihren Eltern erfahren haben, ohne Berührung und so weiter, ja, ohne Empathie. Oder zum Beispiel wir erfahren haben, dass uns stets das Gefühl gegeben wurde, wir stören. Kann auch ursächlich der Grund dafür sein, dass soziale Ängste entstehen. Was kann noch Ursache sein? Wenn Eltern zum Beispiel sehr wenige soziale Kontakte gepflegt haben. Dazu gehörte auch meine Mutter. Es gab praktisch keine soziale Kontakte, denn niemandem wurde vertraut. Und wir haben auch keine Besuche gehabt, außer Verwandtschaft. Alle wurden irgendwie, das war irgendwie ein geschlossenes System, was wir da hatten. Unsere Familie damals mit meiner Mutter, und es verursachte natürlich auch unglaublich viele Unsicherheiten, sowohl bei meiner Schwester als auch bei mir. Nicht nur in der Schule, also dass man sich präsentiert, kaum getraut hat, aber auch später im Job vor Menschen, dass man sich auftreten kaum getraut hat. Und Hemmungen, Blockaden waren ja stets an der Tagesordnung. Es war ein enormer Energie- und Kraftakt, diese Dinge zu bewältigen. Ein weiterer sehr wichtiger Ursache kann ja sein, und das ist ja auch gerade bei Entwicklungstrauma, also wenn es durch missbräuchliche Familien diese Ängste verursacht werden, entscheidend, wenn die Bezugspersonen sehr hohen Wert auf die Meinung Außenstehender gelegt haben. Also sprich, wenn deine Eltern all eure Verhalten, Handlungen und Wertesystem danach gerichtet haben, wie die Außenwelt und andere Menschen
euch bewertet haben. Und wenn das maßgebend war, das war ein Selbstläufer, dass du dir Ängstlichkeit und Unsicherheiten entwickelt hattest, wie du bei Menschen tatsächlich ankommst. Denn dein wahres Sein und das, wie du dann eigentlich bist und warst, konnte ja nie in Erfahrung gehen und auch Erfahrungen sammeln, sondern war immer eine Erwartungshaltung seitens deiner Eltern, wie du zu sein bist und sein hast. Und das war dann auch zu erbringen. Und das, wie du eigentlich bist und wie du sein möchtest, auch heute vielleicht eben als Erwachsene, hatte kaum Erfahrung. Es resultiert natürlich weitergehende auch Schwierigkeiten, nicht nur die soziale Ängstlichkeit, sondern auch Schwierigkeiten natürlich in Beziehung und Partnerschaft zu gehen oder auch Nähe aufzubauen. Aber das ist dann schon ein anderes Video. Ich möchte hier noch weitere Ursachen natürlich mitgeben, und zwar weitere Lebens- und Lernerfahrungen, die ja auch hier Ursachen für solche Ängste sein können. Also wenn in der Kindheit und Kita zum Beispiel du ja auch gehänselt, gemobbt warst oder auch ausgelacht wurdest oder oft abgelehnt worden bist oder auch dort wie zu Hause immer wieder das Gefühl vermittelt bekommen hast, dass du dass du nicht erwünscht bist, dass du störst, dann bekommt man ganz zwangsläufig diese Unsicherheit und diese absolute Unschlüssigkeit und Haltlosigkeit, und zwar nicht nur in der Persönlichkeit, sondern auch natürlich im Nervensystem. Denn du weißt es ja mittlerweile aus meinen Videos, dass auch die Persönlichkeit sogar als Resonanz auf Nervensystem andere entsteht, wenn das uns fehlt und eine bestätigende oder zumindest eine Art immer wieder resonierende Feedback nicht da ist, dann ist ein Wahnsinns Unsicherheit, was es hinterlässt. Weitere Ursachen können natürlich sein familiäre Geschehnisse, wie zum Beispiel Scheidung deiner Eltern oder sonstige Familienkonflikte, aber auch psychische Erkrankungen eines Elternteils, die das begünstigen, dass solche Ängste bzw. Angststörungen entstehen. Und wie kompensierst du denn solche Ängste oder kompensieren Menschen mit solchen Angststörungen? Sie entwickeln über die Zeit ganz überzogene, also ganz, ganz hoch gesetzte und hochgestellte Selbstansprüche gegen diese empfundene Minderwertigkeit und sehr geringfügige Selbstwert. Also sie versuchen dann irgendwie durch Leistung das zu kompensieren. Sie versuchen zum Beispiel perfekt zu sein und durch diesen Perfektionismus dann Kritik zu vermeiden. Denn das ist immer sehr, sehr schmerzhaft und sie versuchen dadurch auch diese Ablehnung dann auszumerzen. Meine dringlichste Empfehlung, erstens, dass wenn du die Vermutung hast, dass du an sowas leidest, dass du klare Diagnostik, also Diagnose, dann ausstellen lässt, dass du darüber vielleicht wirklich im Klaren bist, dass es sowas ist. Ich werde dir hier auch ein Downloadmaterial einfügen nach ICD-11. Es ist wichtig, dass es dann auch zu anderen Angststörungen zum Beispiel diagnostisch abgegrenzt ist. Und warum wäre das auch wichtig, dass es behandelt wird?
weil die Folgen unbehandelten sozialen Ängste ganz verheerend sind. Nicht nur Depressionen zum Beispiel und daraus dann die Isolation, aber auch oft Substanzmissbrauch. Substanzmissbrauch und sonstige Süchte, Zwänge, die dann massivst gesundheitsschädlich sind. Jetzt bin ich ganz neugierig, das kennst du ja schon, welche Erfahrungen du ja mit sozialen Ängsten womöglich gesammelt hast, gerade auch im Kontext ja, mit Entwicklungstrauma und als ursächlich, als Folge deiner Erziehung. Und ja, ich lade dich dazu ein, dass du auf dich achtest, dass du gut und liebevoll zu dir bist und bis zum nächsten Mal. 'Cause it feels like